Niantic hat endlich neue Infos zum Pokémon Go Fest 2021 bekannt gegeben. In diesem Video reden wir einmal darüber, was beim Go Fest alles kommt, wie ihr euch schon darauf vorbereiten könnt und ob sich ein Ticketkauf überhaupt lohnt. Ich werde das Video hier also aufteilen, also kannst du in der Zeitachse bzw. in der Videobeschreibung sehen, ab wann welcher Teil des Videos anfängt. Doch gehen wir einmal etwas genauer auf die Infos ein. Das Pokémon Go Fest startet am 17. Juli und endet dann am 18. Juli. Selbstverständlich soll es an beiden Tagen auch wieder stündliche Habitate geben, so dreht sich am ersten Tag alles um das Thema Fang. Das ist der Samstag, 17. Juli von 10 bis 18 Uhr. Laut dem Niantic-Blog gibt es dieses Jahr für den Samstag 4 verschiedene Habitatstunden und das sind Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand und Höhle. Diese Habitatstunden sollen sich halt während des Go-Fests abwechseln und ihr findet dann für jede Stunde immer häufiger Pokémon zu einem gewissen Thema in der Wildnis. Doch gehen wir einmal etwas genauer auf die Spawns ein und laut dem Niantic-Blog profitieren sogar Spieler ohne Ticket von diesem Event. So treffen Spieler ohne Ticket Pokémon wie Sichlor, Griffel oder Froxy im Dschungelgebiet. Im Wüstengebirge spawnen Pokémon wie Hippopotas, Schilteros und Panzeraeron. Im Meeresstrandgebiet erfreuen wir uns an Pokémon wie Dratini, Wablu oder Mamolida. Nicht-Ticket-Spieler bekommen in Höhlenhabitat folgende Pokémon: Kiesling, Galaflunschling und Kapuno. Kapuno gehört ja eher zu den seltenen Pokémon, also lohnt es sich auf jeden Fall schon mal, das Höhlenhabitat richtig zu suchten. Während des Go-Fests erscheinen Flohmill, Palimpalim, Urdoch und Schallquapp zum allerersten Mal in ihrer Shiny-Form. Das zählt natürlich für Leute, die kein Ticket besitzen oder die sich ein Ticket gekauft haben. Pokémon wie Cognodon, Capoeira, Capuno oder Kostüm Galaponita und Kostüm Galazigzags erscheinen an diesem Samstag in Raid-Kämpfen. Es lohnt sich auf jeden Fall Cognodon zu raiden, denn seine Entwicklung Ramaidon ist der beste Gesteinsangreifer im ganzen Spiel. Am gesamten Tag sollen auch Pokémon wie Palimpalim, Cipurze, Urdoch und ein kostümiertes Pikachu in der Wildnis erscheinen, da das Thema wohl musikalisch sein soll. Bevor wir aber auf das Ticket selbst eingehen, ich habe euch das Ganze wie gesagt schon in der Zeitachse verlinkt, kommen wir jetzt zu dem Sonntag, also zum 18. Juli. Hier findet auch wieder alles von 10 bis 18 Uhr statt und es soll sich alles um Raid-Kämpfe drehen. Laut dem Niantic-Blog sollen an diesem Sonntag einige unserer Lieblings-Pokémon zurückkehren. Weitere Informationen sollen dazu halt noch folgen. Also ich denke mal schon, dass dann Pokémon, wie als Beispiel jetzt mal Mewtwo oder Rayquaza gemeint sind, da diese am meisten geradet worden sind. Auch wurde uns mitgeteilt, dass am Sonntag, also am zweiten Tag, alle Pokémon vom vorherigen Tag noch einmal in der Wildnis erscheinen sollen. So, und jetzt gehen wir etwas genau auf das Ticket ein. Zuerst werde ich euch natürlich wieder die Informationen nennen und am Ende verrate ich euch, ob sich ein Kauf überhaupt lohnt. Damit gehen wir jetzt auch wieder auf den Samstag zurück und Ticketinhaber bekommen wohl eine Spezialforschung, denn das Pokémon Go Fest 2021 dreht sich wohl um ein Musikfestival. Während dieser Spezialforschung sollen wir wohl ein Musikfestival auf die Beine stellen und am Ende dieser Spezialforschung bekommen wir ein mysteriöses Pokémon, ein T-Shirt und eine exklusive Pose. Was für ein mysteriöses Pokémon das ist, hat Niantic noch nicht genannt, doch da es sich um Musik dreht, kann sich wohl jeder Hardcore-Fan denken, was es ist. Ich blende euch einfach das Pokémon hier ein. Achtung, Spoiler. Nach Abschluss dieser Spezialforschung sollen wir wohl auch dann einen Schnappschuss machen, da wir dann eine Überraschung bekommen. Was es genau ist, weiß ich allerdings noch nicht. Da sich alles um Musik dreht, gibt es wohl auch Rocker Pikachu und Star Pikachu? Fragezeichen. Ich sage jetzt hier extra Fragezeichen, da ich nirgendwo Infos finde, ob ihr diese Pokémon fangen könnt. Denn die Wahl entscheidet wohl über die Musik, die während des Events laufen soll. Da allerdings im Niantic-Blog steht, dass unsere Wahl die Musik halt entscheidet, denke ich schon, dass wir diese beiden Pokémon fangen können. Selbstverständlich bekommen Ticketspieler auch wieder eine stündliche Herausforderung. Sollten sie diese Herausforderung abschließen, so wird für die restliche Stunde immer ein Bonus aktiv. Wir gehen jetzt einmal etwas genauer auf die 4 Habitate für Ticketinhaber ein. Und zwar bekommen Ticketnutzer mehr Spawns, dazu kommen wir aber gleich, und 4 neue Sammlerherausforderungen. Also für jede Stunde gibt es eine Sammlerherausforderung. Doch gehen wir jetzt mal genauer auf die Spawns ein, und zwar werden folgende Pokémon im Dschungelhabitat vom Rauch angezogen: Inkognito F, Inkognito G, Kapaloris, Plaudergei, Foliporba und Serpi Royal. Plaudergei ist ja, wie ihr wisst, ein regionales Pokémon, doch wir können es jetzt hier tatsächlich so auch in Deutschland fangen. Kurzer Edit am Rande: Inkognito F und Inkognito G erscheinen in jedem der 4 Habitate, also werde ich diese in Zukunft jetzt nicht mehr nennen. Im Wüstengebirge bekommen Spieler mit dem Ticket Flamara, Despota, Libeltra und Jiutetsu.
Während der Meeresstunde bekommen wir Pokémon wie Gyarados, Azumarill und Caradonis und im Höhlenhabitat finden wir Nachtara, Gardevoir, Absol und Voltulla. Selbstverständlich bekommen die Ticketinhaber auch wieder folgenden Bonus, und zwar ist für den Samstag die Shiny-Chance stark erhöht, ein Shiny-Pokémon zu treffen. Am Sonntag ist sie auch hoch, allerdings soll sie am Samstag wohl am höchsten sein. Während des Events erscheinen Pokémon wie Caradonis, Inkognito F und Gyutetsu zum ersten Mal in der Shiny-Form. Doch was haben die Ticketinhaber davon, wenn sie am Sonntag, den 18. Juli, auch wieder von 10 bis 18 Uhr spielen? Und zwar bekommen wir folgende Boni: Wenn wir einen Raid-Boss besiegen, bekommen wir zusätzliche 10.000 EP. Während des gesamten Tags über bekommen auch Spieler mit dem Ticket bis zu 10 Raid-Pässe aus den Arenen-Stops. Man muss allerdings sagen, diese Raid-Pässe könnt ihr nur vor Ort einsetzen, es sind also keine Fan-Raid-Pässe. Doch es wurde auch bekannt gegeben, dass ihr bei einer befristeten Forschung bis zu 8 Fan-Raid-Pässe an diesem Tag erhalten könnt. Auch könnt ihr euch am Sonntag eine kostenlose Eventbox mit 3 Fan-Raid-Pässen holen. Wie auch für die Nicht-Ticket-Spieler werden Pokémon durch Rauch angezogen, die wir am Samstag schon hatten. Spezielle Boni für alle Spieler, auch die ohne Tickets, sind auch, dass alle Log-Module während des Events 3 Stunden halten, dass wir wieder spezielle Musik während des Games haben und dass wir Eier während dieses Events doppelt so schnell brüten können. Da Niantic wohl in einer Partnerschaft mit Google Play ist, bekommen Spieler mit Android-Geräten am 17. Juli ein exklusives Geschenk, was uns wohl beim GoFest helfen soll. So, und jetzt kommen wir auch zu dem Thema, ob sich ein Ticketkauf lohnt. Danach sprechen wir darüber, wie ihr euch noch auf das GoFest vorbereiten solltet. In der Vergangenheit haben die GoFest-Tickets 14,99 US-Dollar gekostet, doch dieser Preis ist jetzt auf 5 US-Dollar runtergegangen. Um es hier klipp und klar zu sagen, ihr bekommt ein mysteriöses Pokémon, ihr bekommt einige Fan-Raid-Pässe, habt eine erhöhte Shiny-Chance, ihr bekommt bestimmt auch noch andere Items durch die Spezialforschung. Und auch habt ihr immer noch die 10 Raid-Pässe, die ihr an Arenen-Stops bekommt. Allein diese ganzen Raid-Pässe, die ihr bekommen könnt, die sind schon mehr wert als diese 5 US-Dollar. Auch wegen den exklusiven Pokémon, den Avatar-Items, der Pose und so weiter, würde ich jetzt auch sagen, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Ticket zu kaufen. Doch du solltest dann auch wirklich draußen spielen und diese Raid-Pässe auch wirklich benutzen. Und jetzt gehen wir mal ganz langsam drauf ein, wie du dich auf das GoFest vorbereiten kannst. Da wir jetzt schon ganz genau wissen, worum es sich an diesen beiden Tagen dreht, müsst ihr halt für jeden Tag spezielle Items ja auch benutzen. So braucht ihr für den Samstag, wo sich alles um Fangen dreht, natürlich sehr viele Bälle. 1-2 Tage vorher empfehle ich euch hier also wirklich, ganz viele Poké-, Super- und Hyperbälle zu farmen. Da sich sonntags alles um Raids dreht, braucht ihr natürlich auch viele Beleber und Tränke. Diese bekommt ihr häufiger an Arena-Stops. Ihr solltet also wirklich schauen, dass ihr für den Samstag euren kompletten Beutel mit Poké, Super, Hyperbällen, Beleber und Tränken voll habt. Auch empfehle ich euch, dass ihr eure Pokébox ausmistet. Sollte es euch möglich sein, empfehle ich euch auch, das Pokémon Erweiterungs Plus im Shop zu holen. Während solchen Events lohnt es sich halt wirklich, extrem viel zu fangen und da solltet ihr auch sehr viel Platz in der Box haben. Was ihr jetzt selbstverständlich auch noch tun könnt, ihr könnt eure Münzen einfach ansammeln. Solltet ihr nämlich ausnutzen an diesem Tag, sehr viel zu spielen, so empfiehlt es sich, dass ihr viele Rauch-Items, Log-Module und noch mehr Raid-Pässe besitzt. Damit sind wir am Ende vom Video jetzt auch schon angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Stream wieder.